jetzt geht's los. Feuerwerk. Hochexplosiv. Und dabei doch ganz zauberhaft. Genauso faszinierend wie das flüchtige Spektakel am Himmel ist seine geduldige Komposition. Da, ba, di, da, bum, da kommen dann Bomben, da, bum, da. Und dann ratatata, da kommt dann mehrere Bomben, rabababom. Ja, sowas. Und mit Peter Sauer ist hier einer der letzten deutschen Feuerwerkskünstler am Werk, der seine Bomben noch selber macht. Die Feuerwerksfabrik in Gersthofen bei Augsburg war schon immer im Familienbesitz. Peter Sauer ist die mittlerweile 5. Generation der Sauer Feuerwerker. Viele andere in diesem Geschäft kaufen ihr Feuerwerk fertig ein und schießen es dann mehr oder weniger kunstvoll in den Himmel. Familie Sauer entwickelt seit 150 Jahren selbst explosive Mischungen. Da hat man schon ein wenig Schwarzpulver im Blut. Es ist ja nicht so, dass ich immer rumrenne und sage, jetzt zünde ich mal schnell was an. Ich könnte sogar an Silvester ohne was zu zünden auskommen. Also es fällt mir zwar schwer, aber es müsste nicht unbedingt sein. Also ich bin kein Pyromane, will ich damit sagen. Aber es macht mir Spaß und es beschäftigt mich. Ich denke auch viel über das Feuerwerk nach oder über so Rezepturen oder was man denn noch machen könnte, welchen Effekt man noch machen sollte. Also auch in meiner Freizeit beschäftigt mich das. Obwohl viel Freizeit habe ich eigentlich gar nicht. Also, ja. Wir wollen eine größere Kugelbombe fertigen, die aus 2 Effekten im Wesentlichen besteht. Einmal große Goldsterne, die mit Goldschweif zerplatzen, also eine Goldspinne, sagt man auch, oder Goldpolypbombe. Im Zentrum der Explosion, also da, wo es rauskommt, sollen dann diese roten Blinkersterne sein und die da so eine ganze Wolke von funkelndem Rot ergeben. Und die Kombination ist eigentlich recht schön. Die erste Mischung ist für die roten Blinkersterne. Aber wie bringt man rote Sterne zum Blinken? Farbige Flamme an, aus, an, aus. Und zwar aus geht es immer dann, weil sich da eine Oxidschicht bildet, die momentan diese leuchtende Flamme verschluckt. Also das kann dann, die Reaktion geht weiter innen drin, aber die leuchtende Gasflamme, die kommt nicht raus. Und dann bricht es die Schlacke wieder auf und dann puff, dann kommt es wieder raus. Und das halt in einem ziemlich regelmäßigen Turnus. Jetzt kommt Schwefel noch dazu. Das dient als Brennstoff. Also Schwefel gibt auch eine schönere Farbe, hat eine positive Wirkung auf die Farbe. Schwefel, Nitrat, Sulfid. Insgesamt 9 Chemikalien kommen hier zusammen. Aber welche genau und in welcher Menge, will Peter Sauer lieber nicht verraten.
Ich meine, das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn Jugendliche sich für sowas interessieren. Ich meine, wer hat sich nicht für sowas, wenn es knallt und stinkt und kracht und so. Das hat doch alle interessiert, gell? In einem gewissen Alter. Aber es kann halt dann auch was passieren. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, bestimmte Dinge eben gar nicht mitteilt, dann kommen die gar nicht drauf, wie das geht. Also das halte ich für sicherer. Mit bloßen Händen, aber immerhin mit Schutzmaske, drückt er die Chemikalien erst einmal durchs Sieb. Ist zwar alles pulverig, aber das muss zerkleinert werden und sonst kann sich das nicht homogen mischen. Also je feiner das ist, umso besser mischt sich das. Diese Gemische sind reibeempfindlich, schlagempfindlich, auf Funken, auf elektrostatische Entladung empfindlich. Und wenn ich jetzt hier mit der Zigarette herkäme, dann ging es los. Dann gibt es eine ziemlich heftige, raumfüllende Feuerwolke. Also das wäre ungesund. Ja, das ist jetzt eigentlich schon homogen. Maschine an. Also dieses Gemisch, das wir gerade gefertigt haben, tun wir jetzt mal trocken in diese Draché-Trommel rein. Dann jetzt Wassernebel, also eine Wasserdextrinlösung. Dextrin also als Kleber. Das macht jetzt schon mal das Material feucht, macht es auch gleich sicherer, weil im trockenen Zustand ist es immer empfindlicher als im feuchten. Und dann nehme ich aber auch jetzt zum Beginn hier von diesem Rapssamen, das sind ganz kleine Kügelchen und die sollen dazu beitragen, dass sich möglichst schnell Kugeln bilden. Das Pulver als solches, das kann ich ja nicht in einen Feuerwerkskörper einfüllen, das würde ja zerstäuben bei der Explosion. Da würde man keinen Lichtpunkt sehen. Und damit ich Lichtpunkte am Himmel habe, muss ich ja da kleine Formkörper draus machen, die halt dann kompakt fest beieinander sind und als Lichtpunkt am Himmel rumfliegen. Also es gibt immer große, mittlere und kleine. Tut man dann, wenn es dann angetrocknet und fest sind, einmal aussieben in 3 groß, mittel, klein. Die roten Blinker müssen trocknen und werden dann noch mit Schwarzpulver überzogen, damit sie später auch zünden. Durch die Hitze werden diese Holzkohlepartikel und auch diese Titanpartikel
zum Glühen gebracht, mit dem Gas, das entsteht, weggeschleudert, also so richtige Gasvolumen entsteht da und es bläst dann die Funken weg und die verbrennen auch, weil sie ja dann heiß sind, verbrennen die auch mit dem Luftsauerstoff. Also deshalb zieht sich der Funkenschweif länger hin. Die goldenen Sterne werden ebenfalls dragiert. Bei so vielen explosiven Chemikalien und Gemischen ist es vorgeschrieben und auch besser für alle 7 Menschen, die hier arbeiten, viele separate Arbeitsräume zu haben. Auf dem 6 Hektar großen Gelände stehen deshalb 27 kleine Häuschen mit reichlich Abstand. Für den nächsten Arbeitsschritt braucht es ein einsames Häuschen mit 2 Räumen und einer dicken Mauer dazwischen. Wir fertigen hier die Bombenzünder und das bestimmt eben dann, wie lange diese Feuerwerksbombe braucht oder wie lange sie fliegt, bis sie dann oben am Himmel zerplatzt. Also der Schuss, es kommt ja der Schuss aus dem Rohr mit der Pulverladung, dabei zündet dann dieser Zünder, dann fliegt die Bombe hoch mit dem brennenden Zünder und wenn dann die Bombe oben am Gipfelpunkt angekommen ist, brennt der durch und dann zerplatzt es, kommt die Effekte raus. Und diese Zeiten sind unterschiedlich, je nachdem. Bei kleineren Bomben, die nicht so hoch gehen, braucht man kürzere Zeit, 2,5 Sekunden, 2,8. Und bei größeren Bomben braucht man entsprechend längere Zeit, weil die dann höher fliegt. Jetzt. Die Menge an Schwarzpulver, die in den Zünder eingefüllt wird, bestimmt die Zeit, bis er zündet. Das funktioniert sehr analog, aber eben auch sehr präzise. Die locker gefüllten Röhrchen fahren hinter die dicke Mauer in den Nebenraum. Durch Panzerglas behält Peter Sauer die hydraulische Presse im Blick. Aufs Gramm genau und mit dem richtigen Druck. Immer wieder geht es bei dieser Arbeit darum, die Kontrolle über so leicht Entzündliches zu behalten. Man kann vieles festlegen und präzis arbeiten, aber dann tut manchmal das Feuerwerk doch, was es will. Und ja, also man muss, jedes Feuerwerk, das ist wie eine Premiere, man weiß nie, wie es abläuft. Also, und man ist immer froh, wenn alles, sagen wir mal, zu 85% geklappt hat. Und ja, Feuerwerk hat halt irgendwie so ein eigenes Leben. Also wir haben jetzt hier unsere fertig gepressten Bombenzünder, wie sie aus der Presse rauskommen. Da unten ist also die Zündstelle, wo das Feuer einwirkt und zündet. Und da innen, und das ist die Seite, wo das Feuer dann rauskommen soll nach 3 Sekunden. Damit sich das etwas stärker darstellt, also verstärkt wird, kommen da oben Schwarzpulverzündschnüre rein, sogenannte Stopinen. Das ist ein Baumwollfaden mit Schwarzpulverüberzug. Also da ist auch wieder Kleber mit dabei, und zwar dieses Dextrin, das wir auch bei den Leuchtkugeln verwenden. Und vor allem
brennt es auch schlagartig weg. Wenn da von innen dann diese Zündung erfolgt, dann gibt es dann auch oben raus eine richtig schöne Stichflamme in die Bombe rein, dass die gar nicht viel nachdenken muss und gleich explodiert. Das Ganze muss trocknen. Und dann wird unsere Bombe gefüllt. In dem Falle möchte ich Kaliber 150 mm Kugelbomben fertigen. Und damit der dann auch gut hält, müssen wir zuerst so Pappringe unten aufkleben. Und das mache ich jetzt mal. Also nehme ich einen Weißleim. Und jetzt kommt es dann da rein, dass das aushärten kann. So, und innen kommt auch viel Leim rein, weil das muss ja, der Leim muss hier diese Ritzen zumachen, damit da kein Feuer reinkommt. Also wenn das aus dem Rohr geschossen wird, die fertige Bombe, dann darf da das Feuer nicht vorzeitig reinkommen. Wenn Feuer schon beim Schuss reinkommt, zündet es durch und das Ding explodiert im Schussrohr. Dann steht man halt mittendrin am Feuerwerksplatz in diesen Effekten, in diesen Leuchtkugeln, die da rumfliegen. Das ist so gefährlich, also weil dann halt Teile von dem Mörserrohr rumfliegen und so, das ist nicht gut. Ja, so, das lassen wir jetzt trocknen. Also so guckt es jetzt aus. So. Die goldenen Sterne machen den Anfang. Die sind schön groß und rund und das füllen wir jetzt hier ein. In einer Lage, also nicht wirr rein, sondern das ist ein bisschen Arbeit. Damit das bei der Explosion auch eine schöne Kugel gibt. Weil wenn das wirr liegt, dann sieht man das am Himmel genauso wirr. Also ich möchte, dass das wirklich, man muss sich das vorstellen, wie ein Luftballon. Die Explosion bläst das auf und dann brennt das und dann sieht man, wenn das also schön kugelig ist. Und das ist das Ziel. Je präziser die Form, umso schöner ist es einfach und umso besser gefällt es auch den Leuten. Man muss halt ein bisschen basteln. Auf das Seidenpapier gibt Peter Sauer kleine Korkstücke. Also man braucht ein verbrennliches Material, das sehr leicht ist, wenig Eigengewicht und eine große Oberfläche, die man dann mit Pulver beschichten kann. In dem Fall haben wir halt jetzt welches mit Kork. Die roten Blinker sind für die Mitte der Bombe vorgesehen. Und genau hier gehört auch der sogenannte Blitzsatz hin. Also der Blitzsatz ist eine der heftigsten Zubereitungen im Feuerwerk. Das ist eine richtige Sprengladung. Und der Blitzsatz bewirkt halt, dass der Druck ganz schnell da ist und dann weiß das gar nicht, wo es überall zerplatzen soll und dann reißt es auf wie so ein Luftballon, den man zu stark aufbläst und pom, und dann gibt es die runde Form. Wenn man zu viel Blitzsatz nimmt, dann ist die Sprengwirkung zu groß. Das heißt, die Leuchtkugeln werden irrwitzig schnell weggeschleudert. Manchmal zünden sie sogar gar nicht, wenn sie so schnell weggeschleudert werden. Und das sieht dann auch gar nicht mehr schön aus. Also man darf, etwas Blitzsatz ist gut, aber nicht zu viel. Und lieber etwas weniger, weil wenn man weniger, dann macht es halt bloß Pom. Aber wenn man gar nichts drin macht, es ploff. Und wenn es mit
Pom, das ist gerade schön. Wie wenn es Kavum macht und so auseinanderfliegt, das ist meistens nicht mehr schön. Die andere Seite der Bombe, diesmal mit nur ordentlich gestapelten goldenen Sternen und Korkfüllung, findet ihre bessere Hälfte. Es muss jetzt zusammenrutschen. Man klopft da hin, damit die Leuchtsterne in die Hohlräume besser reingehen, also dass sich das etwas zusammenrüttelt. Das wirkt jetzt schon ziemlich stramm und stabil. So. Ist aber noch nicht stabil genug. Je stärker als das wird, umso besser zerplatzt es dann. Also, und in einer gewissen Anfangszeit muss diese Hülle noch halten, bis der Druck innen so richtig kräftig ist und dann erst nachgeben. Dann macht es BOM und dann hat es die schöne, ideale, runde Form. Wir werden es sehen. Ja, gut, okay. Lassen wir es so. Das muss, richtig, trocknen. Das ist jetzt die Zündleitung, also die leitet das Feuer schnell weiter. Also schnell heißt innerhalb von 1-2 Zehntelsekunden. Von zack, also es geht zack, wirklich schnell. Und jetzt nehmen wir diesen Pappkegel, tauchen den hier in den Leim ein. So, jawohl, so. Jetzt kommt das Pulver rein, und zwar etwa 90 Gramm, das sind 2 gehäufte Becher. Das ist gekörntes Schwarzpulver. So, und das da mache ich jetzt da drauf. Also dieser Konus enthält jetzt das Schwarzpulver, das dann im Rohr die Explosion bewirkt, dass das rausschießt. Und früher stand man nebendran, mit der einen Hand die Schutzkappe abziehen, mit der anderen Hand mit dem Zündlicht hin, den Kopf zur Seite drehen, also man muss auch die Zündschnur treffen, also gleich den Kopf zur Seite und dann hat er der Knall mehr so von hinten erwischt. Aber es hat auch dazu geführt, dass manche Feuerwerker im Alter nicht mehr so gut hören. Gell? Aber so war es früher. Früher war vieles anders. Gut hören ist wichtig, besonders wenn man ein Feuerwerk auf Musik komponiert. Der Veranstalter hat die Musik ausgesucht und Peter Sauer stellt nun die passenden Feuerwerksbomben mit unterschiedlichen Effekten und Farben zusammen. Dann kommt ein Bild im Kopf. Das passt da. Genau, das schreibe ich mir dann auf. Ich stelle mir das auch wirklich optisch vor. Also, ja, doch. Also ich habe ja schon wie viel Hunderte oder Tausend Feuerwerke gesehen. Also ich kann es mir vorstellen. Bom, di, da 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 bom, di, da 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 bom, di, da 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 da. Also da wird es dann einfacher. Genau so mache ich das. Blub, 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 blub. Also ich mache das immer etwas laut malen. Blub, blub, blub. Und dann die gehen so gute 20 Sekunden, dann kommen da diese da pa di da 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 pom, da kommen dann Bomben, da 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 pom, da und dann ratatata, da kommt dann mehrere Bomben, rapapapom.
Ja, sowas. Und morgen horche ich mir das an, dann fällt mir wieder was anderes ein. Peter Sauer weiß es da noch nicht, aber diese Komposition ist umsonst. Das Feuerwerk wird abgesagt, wegen Regen, Berufsrisiko. Aber es gibt eine andere Bühne für unsere Feuerwerksbomben. Das Volksfest in Neuburg an der Donau. Der Schussplatz ist gut 600 Meter entfernt. Oder wer hat noch Gehwebahn? Ups, jawohl. Auf diese Distanz wirken nur Bomben mit großem Kaliber. Ja, Wurscht, 2x100. Und hier haben wir eben auch unsere Bombe. Und da freue ich mich schon auf heute Abend, die am Himmel zu sehen über Neuburg. Jede Bombe bekommt ihr eigenes Mörserrohr und wird später ferngesteuert über Elektrozünder abgefeuert. 74, 75, 74, 75, 76, 77. dann wieder 2 leer, 78, 79 leer. Ja, 80 geht es weiter bis 87, jawohl, 88 frei, jawohl. 89 bis Ende. Vorher geht Peter Sauer noch einmal über das Volksfest und verteilt in den Fahrgeschäften kleine Funkempfänger. Über sie wird die Musik zum Feuerwerk dort auf die Lautsprecher übertragen. So haben alle später zur gleichen Zeit die gleiche Musik für ihre Gäste. Und dann ist es endlich richtig dunkel. Zeit für die Show. Es gibt eigentlich kein Feuerwerk, wo ich nicht eine gewisse Anspannung verspüre. Die Premiere läuft und es muss funktionieren. Mir ist schon lieber ein Feuerwerk, das geordnet abläuft und gefällt, wie eins, wo das Chaos ausbricht. Ich wollte mein Gerät noch kontrollieren. Also. So, jetzt geht's los. Liebe Besucher, die Schausteller wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Musikfeuerwerk. Die 4 Chaos sähe anders aus. Aber so richtig entspannt genießen kann Peter Sauer das Feuerwerk auch nicht. Er behält den Ablauf immer im Blick und weiß genau, wann die Goldspinne mit den roten Blinkern kommt. Jetzt kommt sie. Nochmal. Also noch ausbaufähig, aber schon mal sehr schön. Also 90% von 100. Publikum applaudiert. Gut. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.